Sie studieren Soziologie und schreiben eine Hausarbeit oder ihre Abschlussarbeit und suchen dafür nach wissenschaftlicher Literatur. Sie haben bereits eine Google-Recherche durchgeführt und sehr viele Treffer erhalten, aber vieles davon entspricht nicht wissenschaftlichen Standards, wie beispielsweise Beiträge in Tageszeitungen oder Blogs, und sollte daher nicht Grundlage Ihrer Arbeit sein. Welche Informationsquellen sind für Ihre Recherche geeignet? Der Katalog der Universitätsbibliothek eignet sich gut für einen Einstieg in die Suche. Die gefundene Literatur ist in der Regel schnell verfügbar und genügt meistens wissenschaftlichen Anforderungen. Manchmal, je nach Thema, kann es notwendig sein, darüber hinaus noch in anderen Quellen zu suchen, beispielsweise weil nur wenig gefunden wurde oder einige Aspekte des Themas noch nicht abgedeckt sind. Dann kann es sehr hilfreich sein, in wissenschaftlichen Literaturdatenbanken zu suchen. Was sind denn Datenbanken oder Fachdatenbanken? Sie sammeln wissenschaftliche Literaturnachweise, häufig bezogen auf ein bestimmtes Fach, an dem Sie dann den Anspruch haben, einen guten Überblick über die Literatur zu geben. Gesammelt werden im Wesentlichen Zeitschriftenartikel, Bücher und Aufsätze aus Sammelwerken. Die meisten Datenbanken sind bibliografisch. Das bedeutet, in ihnen finden sich die Nachweise von Literatur, nicht der Volltext, also die Artikel oder Aufsätze selbst. Wenn man interessante Literatur gefunden hat, muss man dann im Bibliothekskatalog prüfen, ob sie in Bremen vorhanden ist. Welche Datenbanken sind denn für die soziologische Recherche relevant und wo findet man sie? Auf der Homepage der Bibliothek befindet sich der rote Reiter Fachinformationen. Dahinter verbergen sich in alphabetischer Reihenfolge die Wissenschaftsfächer. Wenn Sie Ihr Fach auswählen, erhalten Sie verschiedene fachbezogene Informationen, unter anderem einen Überblick über die Datenbanken, die für die Soziologie bzw. die Sozialwissenschaften wichtig sind. Unter anderem das Portal Wieso.net, auf dem auch deutschsprachige soziologische Literatur nachgewiesen wird, oder die Sociological Abstracts, die soziologische Literatur aus vielen Ländern, hauptsächlich in englischer Sprache, sammelt. Wichtig ist, auf die Ampelfarben zu achten. Viele Datenbanken sind kostenpflichtig und die Bibliothek lizenziert sie, sodass man im Campusnetz der Universität sein muss, um sie aufrufen zu können. Das ist bei dem orangefarbenen Punkt der Fall. Es gibt ein breites Angebot an Datenbanken und welche man wählt, hängt vom Thema ab. Wenn wir uns beispielsweise für die Situation benachteiligter Kinder in den USA interessieren, sind auch internationale Datenbanken wichtig, in denen wir mit englischen Begriffen suchen sollten. Schauen wir uns mal die Sociological Abstracts an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Suche einzuschränken, zum Beispiel in zeitlicher Hinsicht. Auch die Recherche in den Datenbanken liefert oft erstmal ein sehr umfangreiches Ergebnis. Daher sollten wir die Suche weiter präzisieren. Zum Beispiel, indem wir nur nach Dokumenten suchen, bei denen die Begriffe in der Zusammenfassung, also im Abstract, stehen. Wenn wir einen interessanten Artikel gefunden haben, können wir uns weitere Informationen dazu anzeigen. Dafür klicken wir auf den Titel des Dokuments. Jetzt sehen wir eine kurze Zusammenfassung und weitere Details. Die helfen uns zu entscheiden, ob der Aufsatz für die eigene Arbeit relevant ist. Außerdem können wir hier herausfinden, ob der Artikel im Volltext zur Verfügung steht, indem wir auf den Verfügbarkeitslink klicken. Hier wird es uns ermöglicht, im Bibliothekskatalog zu prüfen, ob der Artikel vorhanden ist, und manchmal findet man auch direkt einen Link zum Volltext. Der Aufsatz kann nun gelesen und heruntergeladen werden. Fachdatenbanken haben ihre eigene Sprache und es ist gut, diese zu kennen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, sprechen Sie uns bitte an. Wir helfen Ihnen gerne.